Kikariki Kinder. Hallo, heute erzähle ich euch eine Geschichte, und zwar die großartige Geschichte von der Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel auf der Buxtehuder Heide. Oh Junge, habt ihr übrigens gewusst, dass Buxtehude wirklich existiert? Aber ja, ich überschlage mich schon. Ihr seid ja hier, um die Geschichte zu hören. Also hört diesem Küken hier ruhig mal zu. Es war an einem Sonntagmorgen im Herbst und der Buchweizen blühte. Die Sonne war strahlend am Himmel aufgegangen, der Morgenwind strich über die Stoppeln, die Lerchen sangen in der Luft, im Buchweizen summten die Bienen, die Leute gingen in ihren schönsten Sonntagskleidern zur Kirche, alles lachte, war vergnügt und der Igel auch. Der Igel stand vor seiner Tür und guckte zufrieden in den Morgenwind hinaus. Er trällerte ein Liedchen vor sich hin, so gut und so schlecht, wie es eben ein Igel am Sonntagmorgen konnte. Wie er nun so halblaut vor sich hin sang, fiel ihm ein: Solange meine Frau die Kinder wäscht und anzieht, kann ich ja im Feld spazieren gehen und mal sehen, wie meine Steckrüben wachsen. Der Igel machte sich auf den Weg zum Felde. Er war noch nicht weit gegangen, da begegnete ihm der Hase. Als der Igel ihn erblickte, wünschte er ihm einen freundlichen Guten Morgen. Der Hase aber, der ein vornehmer Herr war und furchtbar hochnäsig dazu, erwiderte nicht den freundlichen Gruß des Igels, sondern sagte eingebildet und voller Hohn: Was läufst du denn hier früh am Morgen im Feld herum? Ich gehe spazieren, sagte der Igel. Spazieren? Lachte der Hase. Ich denke, du solltest deine Beine zu besseren Dingen benutzen. Über diese Antwort ärgert sich der Igel sehr. Er konnte alles vertragen, aber auf seine Beine ließ er nichts kommen, weil Igelbeine nämlich von Natur aus krumm sind. Du bildest dir wohl ein, sagte der Igel, dass du mit deinen Beinen mehr anfangen kannst. Aber gewiss, sagte der Hase. Das kommt auf einen Versuch an, meinte der Igel. Wart ab, wenn wir um die Wette laufen, laufe ich an dir vorbei. Dass ich nicht lache. Du mit deinen krummen Beinen, aber meinetwegen, wenn du so übergroße Lust hast. Was gilt die Wette? Einen Goldtaler und eine Buddel Schnaps, sagte der Igel. Angenommen, sprach der Hase. Schlag ein, dann kann es gleich losgehen. Nein, so eilig habe ich es nicht, meinte der Igel. Ich bin gerade aufgestanden. Erst will ich nach Hause gehen und ein bisschen frühstücken. In einer halben Stunde bin ich wieder zur Stelle. Damit war der Hase einverstanden und der Igel ging los. Unterwegs dachte er sich, der Hase verlässt sich auf seine langen Beine. Aber dem werde ich es schon zeigen. Er ist zwar ein vornehmer Herr, aber trotzdem ein dummer Kerl und bezahlen muss er doch. Als der Igel zu Hause ankam, sagte er zu seiner Frau: Frau, sieh dich schnell an. Du musst mit mir aufs Feld. Was ist denn? Sagte seine Frau. Ich habe mit dem Hasen um einen Goldtaler und eine Buddel Schnaps gewettet. Ich will mit ihm einen Wettlauf machen und da sollst du dabei sein. Oh mein Gott, Mann, bist du verrückt geworden? Wie kannst du mit dem Hasen um die Wette laufen? Alte Mundweib, sagte der Igel. Das ist meine Sache. Misch dich nicht in Männergeschäfte ein. Los, zieh dich an und dann komm mit. Was sollte die Frau machen? Sie musste ihm folgen, ob sie wollte oder nicht. Als sie nun miteinander unterwegs waren, sprach der Igel zu seiner Frau: Nun, hör gut zu. Sieh mal, da hinten auf dem langen Acker wollen wir unseren Wettlauf machen. Und dabei wird der Hase in einer Ackerfurche laufen. Nun hast du nichts weiter zu tun, als dich hier unten in die Furche zu stellen, und wenn in der anderen Furche der Hase ankommt, dann rufst du ihm entgegen: Ich bin schon da. Mit diesen Worten waren sie beim Acker angelangt. Igel verwies seine Frau auf ihren Platz, ging selber zum Acker hinauf. Als er oben ankam, war der Hase schon da. Kann es losgehen? Sagte der Hase. Ja, und dann man zu, sagte der Igel. Und damit stellte sich jeder in seine Furche. Der Hase zählte: 1 und 2 und 3. Und los rannte er wie der Sturmwind den Acker hinunter. Der Igel lief aber nur so 3 Schritte. Dann duckte er sich in der Furche nieder und blieb ruhig sitzen. Als nun der Hase im vollen Lauf unten ankam, rief ihm die Frau des Igels entgegen: Ich bin schon da. Der Hase stutzte und wunderte sich ein wenig, aber er zweifelte nicht, dass es der Igel war. Denn bekanntlich sieht die Frau eines Igels genauso aus wie ihr Mann. Der Hase aber meinte: Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Er rief: Nochmal gelaufen, wieder zurück. Und ab jagte er wieder wie ein Sturmwind, als dass ihm die Ohren nur so um den Kopf flogen. Die Igelfrau blieb aber ruhig auf ihrem Platz.
Als nun der Hase oben ankam, rief ihm der Igel entgegen: Ich bin schon da. Der Hase war ganz außer sich vor Eifer und schrie: Nochmal gelaufen, wieder zurück. Macht mir nichts aus. Meinetwegen so oft, wie du Lust hast. So lief der Hase noch 73 Mal. Und der Igel hielt immer wieder mit. Jedes Mal, wenn der Hase unten oder oben ankam, sagte der Igel oder seine Frau: Ich bin schon da. Beim 74. Mal aber kam der Hase nicht mehr ans Ziel. Mitten auf dem Acker stürzte er zu Boden. Das Blut floss ihm aus dem Hals und blieb tot auf der Stelle liegen. Der Igel aber nahm seinen gewonnenen Goldtaler und die Buddel Schnaps, rief seine Frau aus der Furche zurück und beide gingen vergnügt miteinander nach Hause. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja, Kinder. Und so kam es, dass auf der Buxtehuder Heide der Igel den Hasen totgelaufen hat. Seit jener Zeit hat es auch kein Hase sich wieder einfallen lassen, mit dem Buxtehuder Igel um die Wette zu laufen. Aber für euch soll die Lehre aus dieser Geschichte eines sein: Keiner, auch wenn er noch so vornehm ist, soll auf den Gedanken kommen, sich über einen einfachen Mann lustig zu machen. Und wenn es auch nur ein Igel ist. Ja, und damit wünsche ich euch noch eine gute Nacht, meine Kinder.